Rentenerhöhung 2023. 10,5% Rentenanpassung 2023. Ist das realistisch oder ist das alles nur ein großer Traum? Und warum gerade 10,5%? Die offizielle Inflationsrate liegt aktuell bei 10%. Mit welcher Rentenerhöhung ist wirklich zu rechnen? All das im heutigen Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, ebenfalls gratis, speziell für Rentner. 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 € über einen Zeitraum von 12 Monaten für rund 2,5 Millionen Angestellte, Beamte und Pensionäre von Bund und Kommunen fordern der DBB, also der Deutsche Beamtenbund, und die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft ver.di. Wenn Angestellte, Beamte und Pensionäre 10,5% mehr Gehalt bekommen, so müssten die Rentner als Inflationsausgleich ebenfalls 10,5% Anpassung erhalten. So jedenfalls denkt ein Teil der Rentner. Bei der aktuellen Inflation ist das auch eine durchaus verständliche Forderung. Aber eins sollte man dabei bedenken: Inflation kann man mit nicht immer höheren Löhnen und Renten bekämpfen. Das sollte einem jeden klar sein. Es gibt viele Arbeitnehmer, die sich die Kosten auch kaum noch leisten können. Viele Arbeitnehmer haben dieses Jahr lediglich eine geringe Gehaltserhöhung erhalten und manche sogar gar keine, da es sich viele Arbeitgeber wirtschaftlich kaum noch leisten können. Es ist Fakt, dass eine Inflationsrate niemals komplett durch Gehaltserhöhungen oder Rentenerhöhungen ausgeglichen werden kann. Dies gäbe nämlich eine Preisspirale, die dazu führt, dass die Inflationsrate noch höher steigt. Von daher muss uns allen klar sein, dass wir die nächsten Jahre weit weniger Geld als bisher haben werden. Da die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erst Ende Januar 2023 beginnen, haben sie auf die Erhöhung der gesetzlichen Rente in 2023 keine Auswirkungen. Für die Rentenanpassung 2023 wird die gesamte Lohnentwicklung von 2022 gegenüber 2021 zugrunde gelegt. Bei sinkenden Löhnen sind Rentner vor Kürzungen geschützt, bei steigenden Löhnen profitieren sie umso mehr. Der Rentenversicherungsbericht wird erst Ende November vorliegen. Prognostiziert wird aber aus den neuen Vorausberechnungen für den jährlichen Rentenversicherungsbericht eine kräftige Erhöhung. Der Hauptgrund ist die Erholung des Arbeitsmarkts und der Lohnentwicklung nach dem heftigen Dämpfer durch die Corona-Rezession. Spekuliert wird mit einer Rentenerhöhung zum 1.7.2023 zwischen 4,9% und 5,7%. Allerdings sind diese Angaben noch Prognosewerte. Die statistischen Daten, mit denen die Regierung die tatsächliche Höhe der Rentenanpassung zum 1.7. berechnet, liegen immer erst im März vor. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst dagegen werden hammerhart werden. Der Deutsche Beamtenbund weist darauf hin, dass immer neue Aufgaben von der Politik zugewiesen werden. Es fehlen jetzt schon 360.000 Leute, um diese bürokratischen Monster der Regierung umzusetzen. Der öffentliche Dienst ist systemrelevant für die wirtschaftliche Entwicklung und ohne wirtschaftliche Entwicklung kann auch das Steueraufkommen nicht erhöht werden. Die Abschlussrunde der Tarifverhandlungen endet am 30. März 2023. Erst dann steht fest, ob es wirklich zu einer Gehaltserhöhung von 10,5% kommt. Liebe Rentner, bleibt also entspannt, denn sich aufzuregen lohnt sich nicht. Wisst ihr eigentlich schon, wer von der Doppelbesteuerung bedroht ist? Schaut gleich mal rein.